Ramadan, Tag 28. Heute ist Mittwoch, der vorletzte Ramadan-Tag. Und ja, falls ihr es mitbekommen habt, das letzte Video, das war eigentlich von letzter Woche, Dienstag, vom Ramadan-Tag 20. Da war jetzt eine riesen Lücke dazwischen. Das tut mir auch wirklich leid. Ich hatte es auch gar nicht geplant. Akku leer. Ich hatte es auch gar nicht geplant, jetzt, dass ich euch wirklich jeden Tag ein Video hochlade, aber es hat sehr gut funktioniert, hat mich viel Schlaf gekostet, ja, oder wenig Schlaf gekostet, wie sagt man es richtig? Auf jeden Fall, ja, war mir das schon klar, dass ich das auch nicht so schaffe, das jetzt so lange durchzuziehen. Und dann, ja, im letzten Video war ja auch noch ein Werbepartner mit drin und dann hatte ich so ein bisschen Probleme mit der Freigabe für das Video. Da muss man immer warten, die müssen sich das angucken. Da musste ich noch ein paar Sachen verändern. Habe ich so nicht geplant, dass das so lange dauern wird und somit hat sich das Video eigentlich, ja, hingezogen, bis ich es eigentlich veröffentlichen konnte. Denn theoretisch sollte es eigentlich letzten Mittwoch kommen. Aber nun gut, es ist wie es ist. Es war sowieso jetzt eine sehr anstrengende Woche, sage ich jetzt mal so. Ich werde euch hier jetzt ein paar kleine Sachen von den letzten Tagen zeigen, aber ich hätte es auch wirklich bis zum Ende nicht geschafft, jetzt so weiter jeden Tag euch ein Video hochzuladen, denn ja, gerade jetzt auch so die letzten 2 Wochen war es jetzt halt eben viel. Entweder waren wir irgendwo eingeladen zum Essen oder wir hatten Besuch. Ich hatte jetzt auch gestern und vorgestern jeweils 15 Personen waren wir hier, weil wir eben Besuch hatten. Also es ist dann schon wirklich sehr, sehr anstrengend, das Ganze dann mitzufilmen und man wollte auch so, gerade auch die letzten 10 Tage im Ramadan sind sehr wichtig, auch da nochmal sich ein bisschen mehr zurückziehen und so weiter. Aber ja, deswegen, ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Aber ich zeige euch jetzt hier eben ein paar kleine Eindrücke von den letzten Tagen. Diesmal gab es eine leckere China-Nudelpfanne und dafür hatten wir diese China-Nudeln, die müssen nur mit heißem Wasser begossen werden und ziehen. Ich mache es mir mal super easy mit diesem gefrorenen China-Gemüse, das kaufe ich immer beim Großhandel Metro. Wir hatten aber noch mal ein paar frische Sojasprossen, Hähnchenbrust angebraten. Ich habe hier so eine elektrische große Pfanne, das ist ganz praktisch. Und dann eben muss man nichts schnippeln, also es war wirklich super schnell an diesem Tag. Einfach das gefrorene, ja, Gemüse mit angeschwitzt, angebraten. Dann kamen die China-Nudeln rein, die da eingeweicht waren. Einfach nur Sojasauce und scharfe Soße, mehr tun wir da auch gar nicht rein. Und dann nochmal zum Schluss die Sojasprossen, damit die nochmal knackig bleiben. Alles nochmal schön angebraten in der Pfanne. Und das war's dann auch. Super lecker, super schnell, super einfach. Dann gab es am Samstag einen leckeren Lachs, schön mit gekochten Kartoffeln und einer Sauce Hollandaise. Aslında göstermesek daha iyi. Sanki benim yakınımdan gibi oluyor. Bu ne? Şeyma, gelsene. Für die Setzlinge. Oh ne. Wo hast du das denn gefunden? Das ist ja süß. Hä? Für meine Setzlinge, ohne dass man darf ja nicht mit großen Ja, Strahlen ist machen, schon man muss klar. ja weich machen. Wow. Zum Anfeuchten. Wir fangen an mit dem Nachtisch und heute gibt es wieder was mit Lokus. Lokus? Es heißt nicht mehr Lotus, sondern Lokus. Okay. Der Lotus existiert nicht mehr, es heißt jetzt Lokus. Lokus-Biscoff. Oh Mann, ey. Ja, wieder was mit Lotus. Und zwar machen wir diesmal aber ein Lotus-Tiramisu. Eigentlich auch schon fast schon wieder wie das im Glas. Aber ja, halt in der Auflaufform. Wir werden die Kekse einmal in Milch tunken. Ihr könnt auch Kaffee machen, aber die Kids mögen das nicht, wenn das dann nach Kaffee schmeckt. Deswegen werden wir die Kekse in Milch tunken. Schichten, dann kommt einfach eine Mascarpone-Sahne-Creme. Dort kommt auch etwas von der Biscoff Lotus Creme auch noch mit rein für den Geschmack.
Ja, das mixt Medium alles zusammen und dann wird das Ganze geschichtet und obendrauf macht ihr entweder Kakao oder wie wir haben hier noch unsere klein gekrümelten Lotuskeksbrösel. Wir machen nochmal was von den Bröseln oben drauf. Könnt aber auch Kakao machen. Kann man auch variieren, wie man möchte. Aber das macht die Medium jetzt. Wir machen jetzt doch unsere hier ein bisschen flüssigere Lotus. Haben wir so eine Dings geholt, was das Topping-Ding. Das ist ein bisschen jetzt einfacher reinzumachen. Das andere hätte ich jetzt ein bisschen erwärmen müssen. Das ist schon ein bisschen flüssiger. Deswegen kommt das jetzt. Warte mal. Ich mache ein bisschen, damit ich sehe, wie viel ich da reinmache. Das war jetzt vorhin 1 Esslöffel. Das sind jetzt 2 Esslöffel. 3 Esslöffel. So sehr muss es ja nicht nach Biskuit schmecken, weil die Kekse sind ja schon. Ja, ich glaube, das reicht. Das haben wir gesehen. Ja, die Kinder haben mich gerade aus dem Konzept gebracht. Ups. Hallo. Hier war ja vorher sauber gemacht alles. Da habe ich vergessen zu filmen. Tja, das ist wieder typisch Medien. Passiert. Ja. Also wir machen die erste Schicht, machen wir 2 Kekse, damit das so ein bisschen dicker ist. Und die mittlere Schicht machen wir dann nur 1 Keks. Also hier kommt dann jetzt einmal Creme, nochmal Keks und obendrauf Creme. Ich werde hier jetzt die Hälfte nehmen. Damit oder soll ich so einen anderen Dings geben? Machen wir dann morgen Lotus Cheesecake? Ja. Ganzer Ramadan nur Lotus. Nach Ramadan kann ich erstmal ein Jahr lang kein Lotus mehr sehen. Aber mache jetzt nicht so dick. So ein bisschen wie so statt Kakaopulver machen wir das jetzt halt drauf. Ne? So, jetzt ab in den Kühlschrank damit für ein paar Stündchen. Jetzt habe ich ganz vergessen mitzufilmen. Ich habe jetzt hier so einen Kichererbsen-Eintopf gemacht. Und zwar habe ich hier Fleisch angebraten, dann Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen grüne Spitzpaprika. Dann habe ich hier Karotten, Kartoffeln. Und dann natürlich die Kichererbsen, das Ganze mit dem Tomaten-Paprikamark angeschwitzt, ein bisschen von meiner Gemüsepaste mit dazu gegeben. Frisches Bohnenkraut, frischer Thymian ist mit drin, Salz, Pfeffer habe ich vergessen, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer. Ich habe eine frische Chilischote noch mit drin. Und das war's. Und das lasse ich jetzt in Ruhe vor sich hin schmoren. Ganze natürlich mit Wasser aufgegossen. Und dazu gibt es dann noch Reis, ein Salat und noch Mante. Das zeige ich euch dann gleich. Als Süppchen gibt es heute wieder eine leckere Zucchini-Cremesuppe. Dafür habe ich hier Zwiebeln, Knoblauch richtig schön angespitzt. Und jetzt auch noch den Zucchini hier ein bisschen, die Zucchini ein bisschen mit angebraten. Jetzt kommt noch etwas Mehl dazu. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das im Ramadan schon gezeigt hatte, die Zucchini-Suppe. Ich glaube schon. Hatte ich schon, ne? Am Anfang vom Ramadan, glaube ich. Naja, auf jeden Fall jetzt ein bisschen Mehl. Auch kurz mit anspitzen am besten. So. Dann wieder die selbstgemachte Gemüsepaste. Die muss ich jetzt auch bald wieder neu machen. Die geht auch langsam wieder zu Ende. Dann können auch schon die Kartoffeln dazu.
kochendes Wasser, schon vorgekocht, dann tut es einfach schneller. Dann lassen wir das Ganze erstmal weich köcheln, dann kommt noch ein Schluck Sahne rein, püriert und fertig ist die Zucchini-Cremesuppe. Geht super schnell, einfach, aber sehr lecker. Ich würze das Ganze noch, Pfeffer und Salz, mehr braucht die nicht. Da ist ja schon Knoblauch, wie gesagt, schön viel Zwiebel. Das gibt einen sehr leckeren Geschmack für die Zucchini. Wir sehen hier guten Schuss Pfeffer, ein bisschen Salz. Wir haben auch Salz in der Gemüsebrühe. Jetzt muss das nur weich kochen. Die Medium schnippelt auch hier den Salat. Hier haben wir Tomaten. Das wird ein Rucola-Salat. Tomate, Gurke, etwas Paprika, rote Zwiebeln sind auch schon drin. Ich mache jetzt heute zum Beispiel auch noch mal solche schwarzen Bohnen. Die sind schon so vorgekocht. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und wir machen auch noch Feta-Käse mit rein. Und dann kommt später mein klassisches Dressing. Mante gibt es heute gekaufte. Die sind jetzt gefroren. Die kaufen wir immer bei unserem Fleischer des Vertrauens. Ansonsten kann man die, gerade so hier in Berlin, man kennt immer irgendwie durch Bekannte, gibt es auch immer so ältere Frauen, die machen die selber und verkaufen die dann. Gibt es ganz viel in Berlin. Wir haben jetzt die von unserem Fleischer, das ist mit Hack drin. Die gibt es aber auch in vegan in jedem türkischen Supermarkt. Die sind dann meistens getrocknet. Die sind mit so einer Sojafüllung. Man schmeckt ja auch nicht viel von dem Fleisch. Da ist ja wirklich so ein kleiner Krümel drin. Die werden einfach nur gekocht und dann gibt es da so Joghurt, Knoblauch. So ein knoblauchiger Joghurt kommt oben drauf und dann noch so eine Tomatensauce. Das zeige ich euch. Das ist aber auch eine sehr, sehr leckere Beilage. Für den Joghurt, für die Mante, habe ich jetzt hier einmal umgefüllt. Braucht man relativ viel Joghurt. Da kommt jetzt eigentlich nur Salz dazu. So ein Löffelchen. Und Knoblauch. Manche lassen es auch weg. Ich finde es eigentlich ganz lecker, wenn da Knoblauch drin ist. Machen auch nicht zu viel. Joghurt ist schon mal fertig. Jetzt wird die Suppe püriert. Vorher gebe ich noch einen Becher Sahne mit rein. Konsistenz ist perfekt, schön cremig, nicht zu dünn, nicht zu dick. Wer mag, kann jetzt noch ein bisschen Petersilie frische oder frischen Dill. Das ist jetzt optional. Bisschen für die Optik und natürlich auch ein bisschen für den Geschmack. Muss man aber nicht. Da ist ja schon viele grüne Stückchen drin. So, wir haben hier den selbstgebauten Tisch jetzt hier hingestellt, damit wir auch alle raufpassen. Heute sind wir ja zu 14. Letztens waren wir wie viel? Wenn ich die zwei Kinder mitberechne, 16? Ne? 16, ja. Heute sind wir 14, morgen sind wir 21. Ja, also echt praktisch dieser Tisch. Jetzt haben wir hier hingestellt, weil hier jetzt am meisten Platz ist. Ein paar Stühle hat mein Mann zum Glück auch. Ich habe in den Salat noch ein bisschen frischen Dill und frische Petersilie klein geschnitten.
Jetzt kommt eigentlich so das klassische Dressing. Schön viel Zitrone. So. Ja. Noch meinen Granatapfelsirup dazu. Kurz mal ein bisschen rühren. Drüben. Und jetzt noch das Essigbaumgewürz, Sumak. Oder ihr nehmt Essig. Schön aus mit den schwarzen Bohnen. Schöner Kontrast. Ah, Salz, Pfeffer. Ich sag, da fehlt doch die ganze Zeit was. Ja, mein ja. Donnerstag ist ja der letzte Fastentag, da? Ja. So, wo noch ein bisschen wenig ist, kann ich noch ein bisschen was dazu packen. Hier kochen die Mante, die sind gleich fertig. Jetzt mache ich die Soße. Und zwar habe ich hier etwas Öl und Butter erhitzt mit bisschen Tomatenmark, also mit diesem Tomaten-Paprika-Mark. Jetzt mache ich noch ein bisschen Wasser mit dazu, damit das so ein bisschen soßiger wird. Ja, oh, dieser... Ich habe ja hier... habe ich gar nicht gezeigt, ne? Ich habe ja hier, weil es jetzt gerade im Ramadan, guck mal, ist immer so, ne? Also ich habe hier nur 4 Herdplatten, das ist immer knapp. Und deswegen habe ich mir hier für Ramadan, für die letzte Zeit, die ganze Zeit hier diese Extraplatte hingestellt. Ist wirklich praktisch. Hä? In der Kamera blinkt das, aber in Wirklichkeit blinkt das nicht. Warum? Hä? Das verwirrt mich gerade voll. Guck mal, Medium. Naja, auf jeden Fall sehr praktisch, weil hier schon das gekochte Wasser ist für den Tee. Und hier die Mante eben, hier jetzt die Soße. Jetzt vermische ich das noch so ein bisschen. Das ist eine schöne, emulgierende Soße wird. Und da kommt, wenn man mag, manche lassen es so, ich mag es noch ein bisschen Minze mit reingeben. Und dann ist das auch schon fertig. Reis habe ich auch gemacht, den klassisch türkischen, nur da sind mir diese Reisnüdelchen angebrannt, beziehungsweise es war Adem. Er sollte rühren und er hat nicht richtig gerührt. Aber ich hoffe, das schmeckt man nicht raus. Das passiert im Eifer des Gefechts. So, Suppe ist hier fertig, der Eintopf ist hier auch, der düst hier vor sich hin, der ist auch jetzt fertig. Alles schön weich. Die Mante gießen wir gleich ab und dann sind wir ready. Das mache ich jetzt mal runterschalten hier ein bisschen. Es gibt noch eine Schale, das ist ein bisschen zu voll für den anderen Tisch noch. Ja, habt ihr noch einen Teller mehr gemacht? Ja, ja. Also einer für Ja, das hat uns mal dazu. Sehr bitte. Sonra yine topun içine mi geliyor? Ja. Bakın Allah şükür ne kadar elleri var burada. Artık bu sene böyle çok güzel fayda var yani çocukların.
Herkes bir şey yapıyor, yardım ediyor. Ben yemek yapıyorum, bunlar sonra hepsi topluyorlar. Nee, mach ich schon. Mit Anweisung gerne. Hatte irgendjemand extra wenig Suppe? Ich habe hier noch ein bisschen. Bir tane mi? Oh, ich bin so gut im Einschätzen. Ha, perfekt. Super. So, okay. Siz oturun hadi. Ver bakayım ona. Okay. So, hadi sofraya geçin herkes hadi. Ja, also wie ihr gesehen, habt ihr, seht ihr? Seht ihr, habt ihr? Her tarafımız şey oldu, film oldu yani. Geliyor mu şey? Ja, geliyorum. Hadi. Valla o kadar kötü müydü? Ya sen iyisin değil mi? İyiyim çok şükür. Reich, çok. Hä? Ist da nicht so viel? Bitiremezsen bir daha aşağı yaparız. Seni hasta götüreceğim hocam. Bak bunları Hepsi geldi. bilmiyorum onunki ama gerçekten yani şey Alman kalitesi varmış herhalde. Bir de Kaliteli. tabii ki için. özel bir adam vardı o sistem programında. Çok büyütüyorum aynı senin dediğin gibi Hikmet abi. Bizim de Tamam. sağlık var arkadaşlar. Aşağı Einzelne Baklava. Buna bakıyor telefona kiramda şarjı kalmış. Anne, willst du gar keinen Tatler? Aşağıya önerdiler kalmıyor veya Nein, sie wollte kein Baklava. Sie will das nur. Kein Baklava. zaman lazım. Ona Zaman yok. Senin şeyin var, bilgisayar bir şeyin var. Öyle Ja, das kann ja. Deine Kinder essen auch, ne? ama Ja, ja. içine yapmaya bak. Wir fangen an wieder mit dem Nachtisch. Na, was gibt's wohl heute wieder? Oh, mal was Neues. Lotus oder Lokus. Lotus. Aber diesmal ein Lotus Cheesecake, ein No-Bake Lotus Cheesecake. Ah. Ist das Rezept von der Kiki, das haben wir auf Instagram gesehen. So, die Keksbrösel werden jetzt mit der Butter vermengt, so kennt man das ja, mit so einem, dann wird es ja halt so ein festerer Keksboden vermengt und dann angedrückt. Ich habe jetzt hier schon den Tortenring auf meine Tortenplatte gestellt. Also das kennt man und dann kommt da rein, eigentlich im Rezept war Frischkäse, ne? Ja, sorry, wir machen es anders. Im Rezept war Frischkäse, wir nehmen jetzt aber Mascarpone. Wir haben jetzt auch gar keinen Frischkäse. Quark, Schlagsahne und das Flüssige, also das wird so ein bisschen weich gemacht, kommt dann direkt so als Schicht oben drauf, also super easy. Also ihr könnt das auch immer abwandeln, ob da jetzt Frischkäse reinkommt, Mascarpone, macht jetzt nicht so einen Unterschied. Das ist egal. So, ne? Reicht. Du hast zwei Sachen benutzt. Anna, Bismillah. Ja, nur du gestern, ich habe gerade den Boden gewischt. Dur, warte, ich hol meine Maschine. Wie viel Puderzucker kommt da rein? Wie viel Puderzucker war das? 80 Gramm. Ich würde auch gar nicht so viel reinmachen. Gestern fand ich ja auch, das war zu süß. Weil wir haben auch einen Bodenlotus und wir haben oben Lotus. Ich würde die Creme echt nicht so süß machen. Ich glaube, genau die Menge, die du hast, mehr würde ich auch gar nicht reinmachen. Ich war die Hälfte von dem, was sie reingemacht hat. Ja, die Hälfte dann, 40 Gramm.
150 Gramm. In der Creme sind 400. Oh. Im Wasserbad haben wir jetzt die Lotuscreme warm gemacht und das Ganze hier schön verteilt. Wow, siehst du, super schnell. Mega. Hier, Hikmet. Ja, das sieht hübsch aus. Das ist schön. Nochmal ein bisschen Farbakzent. Ja. Willst du noch ein bisschen krokant noch machen? Nee, das wird ja zu viel, ne? Wundervoll. Sehr hübsch. Sehr schön. Jetzt ab in den Kühlschrank. Die kann ich weiterverwenden. Die verwende ich jetzt schon seit ein paar Wochen weiter. Hast du 1 Cent? Wollen wir mal den Trick testen? Wir testen mal. Wir testen jetzt mit den 5 Cent. Ich starte mit dem Kochen und heute mache ich ein Hühnerfrikassee und zwar auch mit frischem Spargel, weil jetzt auch gerade Saison ist. Und zwar, ja, ich weiß nicht, jeder macht das so ein bisschen anders. Ich mache das eigentlich immer klassisch. Ich kaufe hier mal schon so TK, die Erbsen und Möhren, ist immer so praktisch. Die kommen rein, dann schon eben, wie gesagt, der frische Spargel, den habe ich in so Stückchen geschnitten. Dann kommen Champignons rein, das wird jetzt nicht alles sein. So, ich mache gleich die Schale voll. Ein paar Schalöttchen schwitze ich an, dann natürlich Hähnchen. Ich mache das immer mit Hähnchenbrust, ich würfel die klein und brate das an. Ich habe aber auch von euch gehört, ne, dass andere das auch so kochen und die Brühe verwenden und so. Klar, gibt es bestimmt viele Methoden, aber so mache ich das. Eigentlich sozusagen die schnelle Variante. Ich habe ja noch ein bisschen Sellerie, den gab es lange nicht mehr. Der kommt auch einfach für den Geschmack noch mit da rein. Und dann mache ich im Thermomix so eine kleine Bechamelsoße. Verfeinere die dann noch mit Sahne und so und das kommt dann hier rein. Dann als Suppe gibt es heute eine Joghurtsuppe. Reis gibt es zu dem Hühnerfrikassee natürlich. Ein Salat und ich mache noch einen Kartoffelgratin aus dem Ofen. Ich glaube, das sollte reichen, weil heute sind wir 15, 16 Leute oder so. Da weiß ich nicht genau, ob ich die Kinder mal mitrechnen soll oder nicht. Aber ein paar mehr, deswegen muss auch ein bisschen mehr gekocht werden, als für uns zählt, ne? Alles an Gemüse mit dazu geben. Spargel. Verrühren. Ich habe jetzt hier im Thermomix eine Bechamel gekocht. Bechamel ist ja einfach nur aus Butter, Mehl und Milch. Ich habe noch eine Sahne dazu gegeben, gewürzt mit Salz, Pfeffer, etwas Knoblauchpulver und ich habe noch so ein hier, ich habe das letztens auch so einfach so, weil ich habe hier mehrere von diesen Ankerkrautgewürzen, die habe ich mal zugeschickt bekommen. Oh. Ja, und deswegen wollte ich das aufbrauchen und ich habe das letzte Mal schon reingemacht, dieses Pilzpfannengewürz und das hat das voll lecker gemacht. Gieße ich das Ganze hier einmal damit auf. Umrühren. Ach, das duftet so lecker. Ich habe da gerade richtig Hunger drauf. Ich hatte noch eine Zucchini, habe ich noch mit reingemacht. Ich hatte gestern eine schon gewaschen, vorbereitet und die war zu viel von der Zucchini-Suppe. Genau. Deswegen habe ich die noch hier mit reingeschnippelt.
So, schalten wir runter und jetzt darf das einfach in Ruhe vor sich hin köcheln, bis alles schön gar und weich ist. Das ist dann auch schon fertig. So, du hast gesagt, du hast jetzt da 1 Teelöffel Salz. Ich weiß nicht, ob es mit dem Salz reicht. Ach, ich habe ganz wichtige Zutat vergessen. Ich denke schon die ganze Zeit, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Gemüsebrühe. Ja, aber klaro, also bitte. Also ohne meine Gemüsebrühe geht ja mal gar nichts mehr. Das ist natürlich mein Geschmacksträger überhaupt. Die muss hier mit rein. Das gibt nochmal richtig Schmackofatz. Hier haben wir den türkischen Reis, der köchelt vor sich hin. Hühnerfrikassee ist auch fertig, das bleibt jetzt nur noch warm. Hier mache ich die Joghurtsuppe, da hat jetzt nur der Reis gekocht, danach kommt da die Joghurtmischung rein. Dann mache ich hier eine kleine Butter mit Minze, die kommt dann auf die Suppe drauf. Genau, was habe ich gekocht? Und hier haben wir noch ein Brokkoli-Kartoffelgratin. Genau, da kommt dann noch später Käse drüber. Das ist der fertige Salat. Da kommt jetzt nur noch das Dressing drauf und wird noch vermischt. Dann ist der auch fertig. Ja. Jana, bist du hier? Machst du mir Salz und Pfeffer? Oh, wie schön fein du die Paprika geschnitten hast. Ja, ich mag den Paprika Okay. Entrümpeln habt ihr orayı. Ahmet, sen buraya geç oğlum. Sen şu maddeyi mit zu. Hop. Mach das mal. Auf das mal anrufen und sagen, mach mir mit zu. Güzel öyle yapalım. Nasıl willst. Die hast du mit Ei gemacht, ne? Maşallah ya, die ist so aufgeweckt. Man kann ja nehmen. Nazar değmesin. Das ist Brokkoli-Auflauf değil mi? Brokkoli, Kartoffel. Oy. Güzel. Ya, Oh ne güzel böldü. senin ismin ne? O da Meryem. Ya, sen Meryem, bu da Meryem. Ya. O da Malik, o da Malik. Bak, baba da Malik, bu da bak. Malik değil diyor. Baba da ne? Ya tövbe ya, açmadım ben ya. Ben sordum merak ettim. Bisküvit pastası ama orada şey var. Frambuaz. Frambuaz mı himbe? Frambuaz ist galiba. Himbeleri var üstünde kızım. Bin ich da unten ya? Meryem abla yaptı. Meryem ablası yaptı. Ben Meryem. Sen küçük Meryem'sin. Meryem'sin, evet. O da Meryem ablası. Jo. Şimdi tada yapacağız. Dur. Wir müssen erstmal auflösen. Tada Meryem. Tada! Aa, çok güzel olmuş. Değil mi Meryem? Also es liegt definitiv Sen auch mi an dieser seçeceksin? Platte. Tamam, sen seçersin. Videoyu kim yaptı öyle? Heh, oluyor mu şimdi? Ja, okay, jetzt geht's, aber ist ein bisschen ein Problem, ist diese Tortenplatte, weil die hier so abgerundet ist. Das macht schon was. Obwohl, warte, misafirlere güzel pastalarla verirsin. Böse bakıyorum değil mi ben? Ja. 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 Aber ich bin nicht böse, ich gucke nur böse, weil dieser Kuchen ist ein bisschen doof. Sen Almanca biliyor musun? Ja, sie weiß. Anlıyor musun Almanca? Kim Almanca konuşuyor? Baba mı? Bu. Ben de. Bunlar da konuşuyorlar, evet. Ja,
Ja, meine Lieben, das war's für das Video von heute. Heute nehme ich euch nicht mehr mit. Ich muss jetzt schnell noch ein paar Sachen besorgen, flitzen und dann schnell das Iftar-Essen vorbereiten. Heute haben wir keinen Besuch mehr. Morgen ist der letzte Fastentag und da nehme ich euch dann mit. Das heißt, das nächste Video kommt inshallah am Sonntag und zwar ist es dann die Vorbereitung für Ramadan und unser Ramadan-Feiertag, der ja jetzt am Freitag dann ist. Ja, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Morgen habe ich viel zu tun. Wir haben eine ganze Liste, was ich so alles vorbereiten möchte, was ich alles so, ja, kochen und backen möchte für den Tag. Und ja, dann nehmen wir euch da auf jeden Fall mit. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns dann inshallah am Sonntag wieder. Ja, dann endet am Sonntag sozusagen die Ramadan-Reihe. Ich glaube, dann haben wir auch insgesamt 20 oder 21 Videos. Ich habe ja auch immer mit dem Hashtag dahinter, dieses Hashtag 16, 17, 18, das ist ja für euch so eine Orientierung, damit ihr halt wisst, welches Video wann kommt. Das ist ja so nummeriert. Und ich glaube, dann haben wir insgesamt 20 oder 21 Videos. Ich muss schon sagen, das ist doch relativ viel in dem Gegensatz, wenn normalerweise im Monat 4 Videos kommen. Einmal die Woche und so waren es 20 oder 21 Videos. Das ist schon heftig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, inshallah, dann nehme ich euch nächstes Jahr nochmal mit. Vielleicht ein bisschen geplanter. Das war ja jetzt so eine kleine Testphase und dann machen wir das inshallah nochmal. Aber auf jeden Fall, ja, danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare und Anregungen. Und freue mich, wenn wir uns am Sonntag wiedersehen zu unserem Ramadan-Feiertag und dem letzten Video aus der Ramadan-Reihe. Und dann gehen ab nächste Woche dann wieder ganz normal die alltäglichen Vlogs weiter. Und ich hoffe, ich kann es dann auch diesmal wirklich so durchziehen, dass ihr öfters mal auch am Mittwoch ein Video bekommt und nicht nur sonntags. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.